Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, es ist soweit, sie sind endlich gekommen. Die neuen Felgen für meine Vespa für Ace. Und zwar sind das die neuen BGM 13 Zoll Felgen. Die werde ich heute mal montieren. Ich habe jetzt hier die neuen Michelin City Grip 2 drauf. Sehr gute Reifen, auch bei Nässe speziell sehr gut. Die werde ich jetzt heute mal anbauen, ist relativ einfach. Vielleicht noch ein paar Infos zu den BGM-Felgen. Warum habe ich jetzt genau die genommen? Ich habe die gesehen, das erste Mal bei einer Veranstaltung bei Scooter Center, da wurden die vorgestellt. Ich fand die erstmal von der Optik extrem gut, weil diese filigranen Speichen in diesem Y-Design finde ich wunderschön, geben guten Durchblick. Das werden wir nachher sehen auf die Bremsanlage und auf die Scheibe, was natürlich schon mal super aussieht. Ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, sie haben natürlich eine ABE, also das ist eine KBA-Nummer, man muss sie also nicht eintragen lassen. Und ein ausschlaggebender Punkt für die Fahreigenschaften ist, sie ist extrem leicht, die Felge. Es ist eine 2,9 Kilogramm Felge. Im Gegensatz zu anderen, von MP3-Felgen bis hin zu den Pordois, die wiegen alle mehr. Die liegen so bei 3,5 Kilo, sind also 600 Gramm pro Felge Unterschied. Je geringer das Gewicht der ungefederten Teile ist, gerade speziell der Felgen, desto besser sind natürlich die Fahreigenschaften. Leichtere Felge bringt also bessere Fahreigenschaften, was Beschleunigungskapazität angeht, und auch die Bremsleistung verbessert sich. Dann eine Folge der breiten Reifen ist natürlich, dass der Grip und die Bodenhaftung viel besser ist. Ja, wir haben jetzt ja vorne 130, hinten 140er, dadurch bessere Auflagefläche und mehr Grip. Also leichtere Felge, breitere Reifen, mehr Grip, sollten die Fahreigenschaften also deutlich besser sein. Das werde ich dann natürlich auch in einem Fahrtest mal testen. Also wie gesagt, also eine Sache, die ich extrem gut fand, 2,9 Kilo nur bei den BGM-Felgen. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir sie mal an. So, ich fange mal vorne an, da ist es immer ein bisschen leichter. Um vorne das Vorderrad rauszukriegen, müsst ihr hier den Roller vorne ein bisschen anheben mit einem Wagenheber. Ich habe es jetzt hier mit dem Helmfach gemacht. Kann man schön in Decken, Handtücher einwickeln, runterschieben, dann hat man eine gute Höhe. So, jetzt muss ich bei den 946er Felgen erstmal die Abdeckkappe abmachen, immer ein Kunststoffwerkzeug nehmen, damit da nichts zerkratzt. Dann ist die Abdeckkappe schon mal ab. Jetzt brauchen wir einen 6er Inbus, mit dem lösen wir hier die Radmuttern einfach alle einmal durch. So, die Schrauben raus, die können wir auch erstmal beiseite legen. So, für die neuen Felgen habe ich jetzt einen Schraubensatz. Der war jetzt zusätzlich noch dabei. Da sieht man, dass die Schrauben für die neuen Felgen etwas kürzer sind als die Originalen, die drin waren. Und die neuen, die müssen wir dann natürlich auch nehmen. So, Nummer 4 und Nummer 5 und schon sind die Schrauben raus. Das war's und jetzt können wir wunderbar das Rad schon mal abnehmen. Dann ganz einfach neues Rad wieder rauf. So, an den Löchern ausrichten. Schön. Damit man hier diese polierten Innenflächen nicht sieht, habe ich jetzt diese Schraubenabdeckungen hier. Einfach die Schrauben rein. Dann werden die nachher mit Deckeln zugeschraubt. Das ist ganz praktisch. Und dann sieht man weder die Schrauben noch die polierten Innenflächen. Jetzt erstmal nur leicht handfest. Und danach kommt dann mit dem 6er Inbus der Drehmomentschlüssel. So, das Drehmoment für die vorderen und auch die hinteren Radschrauben sind 25 Newtonmeter. Zack. Auch hier wieder über Kreuz.
Das waren erstmal die Schrauben. Damit das Ganze jetzt schön aussieht, kommen jetzt die Abdeckkappen auf. Die werden also bloß hier als Abdeckung oben raufgeschraubt. Zack. Zack. Und zack. So, wunderbar. Jetzt fehlt nur noch eins. Auch noch mit dazu bestellt. Die Abdeckkappe für die Achse. Passend natürlich in schwarz. Da ist er. Zack. So, und damit haben wir die vordere Felge schon dran. Mit den Abdeckkappen alles komplett in schwarz. Das ist jetzt die schwarz glänzende Felge. Es gibt die 13 Zoll von BGM auch in mattschwarz. So, und jetzt als nächstes kommen wir zum hinteren Bereich. Da wird es natürlich jetzt ein bisschen komplexer. Da müssen wir ein bisschen mehr abbauen. Aber vorne ist relativ simpel. Beim Hinterrad wird es jetzt ein klein wenig komplexer. Wir müssen natürlich erstmal den Auspuff abnehmen, dann den Hilfsrahmen. Also hier müssen wir 2, 3 Schritte mehr machen, aber auch relativ simpel. Also ich fange mal mit dem Auspuff an. Der kommt runter. Dazu ist die erste Schraube hier unten. Die löse ich schon mal richtig an. Zweite hier unten. Auch hier wieder 6er Inbus. Zumindest bei dem Arrow. So, wenn wir die jetzt hier rausnehmen, die Schrauben, dann die Distanzstücke. Nicht vergessen, die dazwischen sind. Ich habe mir hier so eine Metallschale, eine magnetische immer eingestellt. Da sind dann meine ganzen Schrauben drin. Kann nichts verloren gehen. Genauso mit der hinteren Schraube. So, hier jetzt den Auspuff schon mal ein bisschen halten unten. Denn bei dem Arrow sind nur 2 Schrauben statt 3 wie beim Originalauspuff. Distanzstück hinten festhalten. So, und dann haben wir die beiden Teile auch hier. Und dann vorsichtig den Auspuff abziehen. So. Der nächste Schritt ist jetzt, der Hilfsrahmen muss ab. Da fangen wir mal aber an hier mit der Radmutter. Da ist ein Sicherungsring hier drauf, so ein Käfig mit einem kleinen Splint drin. Und das muss natürlich alles erstmal raus. So, Splint. Dann kann man den Käfig abnehmen. Man sieht, der hat schon ein bisschen gelebt. Damit wir jetzt die Radmutter hier hinten lösen können, dafür müsste die Bremse hinten festgestellt werden. Ich nehme hier ganz einfach einen Kabelbinder und mache jetzt die hintere Bremse einfach mal fest. 24er Nuss. So, und dann lösen wir die erstmal. Zum Anlösen hilft manchmal auch der Fuß. So, dann haben wir hier die Mutter. Und diese Distanzscheibe, nicht vergessen, die muss nachher wieder auf. Ja, Distanzscheibe, Mutter. So, bevor wir jetzt den Hilfsrahmen lösen, hier oben ist noch eine Mutter vom Federbein. Auch die muss noch ab. 17er Nuss. Auch dahinter befindet sich eine Unterlegscheibe. Auch die bitte nicht vergessen, nachher wieder ranmachen. So, dann muss ich hier den ABS-Sensor schon mal abschrauben. Der muss auch weg. Und hier hinten dann eine 8er Nuss, um den Sensor noch abzumachen. So, bei mir ist hinten, das sollte ich auch wieder ranmachen, eine Unterlegscheibe hinten zum Ausdistanzieren. Ja, diese kleine hier. Die muss nachher natürlich dann auch wieder dahinter, aber ich muss halt mal gucken, wie mit dem neuen Tonrad der Abstand hinten ist. So, jetzt haben wir das hier lose. Jetzt wieder Inbus, 6er und den
Rahmen hier anlösen. Einmal oben und einmal unten. So, bevor wir den natürlich dann abnehmen können, muss das Federbein oben noch zur Seite gezogen werden. Das heißt, wir ziehen das Federbein hier nach vorne raus. Zack. So, dann haben wir das hier lose hängen. Jetzt können wir die beiden Schrauben hier rausnehmen. Vom Hilfsrahmen. So, zweite Schraube. Und jetzt ist der Hilfsrahmen lose. Den können wir jetzt ja vorsichtig abziehen. Und das Rad liegt frei. So, um jetzt das Rad abzukriegen, müssen wir ja an die Radschrauben ran. 2. So, erstmal die Schrauben lösen vom Tonrad. Jetzt können wir die alle rausnehmen. Das sind diese Mini-Schrauben hier. Dahinter ist dann immer noch diese Distanzscheibe, die jetzt natürlich alle gleich rausfallen. Dann haben wir das Tonrad ab. So, jetzt brauchen wir eine 12er Nuss. Das mal anlösen. So, und jetzt können wir ganz einfach das Rad hier abnehmen, beiseite legen und au revoir. Und jetzt kommt der schöne Schritt. Das neue Rad kommt rein. Vorsichtig hier am Federbein vorbei. Und dann aufheben. Ausrichten. Passt. So, jetzt nehme ich mit den neuen Schrauben. Hier kommt so eine kleine Unterlegscheibe immer noch runter. Hier oben rein. Und dasselbe mit allen anderen. Rad zieht sich langsam schön ran. Perfekt. Nummer 1. Jetzt kommt wieder der Drehmomentschlüssel. 25 Newtonmeter. So, alle Schrauben fest. Als nächstes kommt jetzt das Tonrad. Das hier ist das alte von meinen 12 Zoll Felgen. Das können wir jetzt nicht mehr nehmen, sondern ich habe jetzt ein neues, und zwar ist das eins für 13 Zoll Felgen. Mal gucken, was da anders ist. Also man sieht es hier ganz gut. Na, wenn man die Zähne übereinander legt, ist die Anzahl dieser Aussparungen hier natürlich anders, damit nachher der Tacho auch wieder stimmt. Nochmal von vorne. Mit den Distanzstücken dazwischen. Hilfsrahmen wieder auf. Jetzt bin ich, man sieht's, jetzt kriege ich ihn da nicht mehr rein. Jetzt bin ich zu dicht dran, also jetzt muss die Unterlegscheibe wieder dazwischen. Und man sieht, das liegt jetzt auf der Scheibe auf. Ist also jetzt zu dicht dran, das heißt, wir müssen nachher hier am Sensor mit Unterlegscheiben mal austarieren, aber hinten die Scheibe läuft zumindest schon mal richtig.
Das machen wir nachher mit Unterlegscheiben, den tarieren wir nachher hier aus, damit dann der Abstand wieder nach hinten stimmt. Jetzt, ganz wichtig, die Scheibe wieder rauf, Mutter rauf. Die beiden können wir auch schon mal hier wieder ranmachen, die beiden Schrauben. Ja, diese hier. So, jetzt kommt die große Mutter. Für die große baue ich jetzt den etwas dickeren und größeren Drehmomentschlüssel. So, die Radmutter kriegt zwischen 104 und 126 Newtonmeter. Ich mache es jetzt mit 110. Dann als nächstes natürlich der Käfig wieder rauf. Wir müssen ja auch den Splint wieder durchmachen. Zack. So, Splint ist fest. Klappert nicht, da muss man mal darauf achten, dass das Ding nicht zu sehr klappert. Kann passieren, wenn der Splint zu dünn ist. Dann gibt es da so ein Rasseln hinten. So, fangen wir mal an, das Kabel erstmal ranmachen. Und jetzt muss man halt hier mit dem Sensor und der Schraube gucken, dass man mit Unterlegscheiben an der Rückseite den Abstand jetzt ausdistanziert auf so 2-3 mm. So, ich gucke mal, ob ihr das vielleicht sehen könnt da hinten. Ist immer schwierig zu sehen. Ja, jetzt würde es theoretisch dran schleifen. Also da muss ein bisschen was zwischen hinten. So, mal gucken, ob ich das mit der Kamera hier sehe. Ist er zu weit. Das ist eben mal zu viel. Probieren wir mal 2 Scheibchen. Aber ist noch ein bisschen zu weit. Tatsächlich eine Unterlegscheibe. So, jetzt kontrolliere ich nochmal, ob der Abstand, wenn es sich dreht, überall gleich ist. Und das sieht gut aus. Okay, eine einzige Unterlegscheibe drunter. Und das passt. So, nochmal alles anziehen. Zack. Nochmal kontrollieren. Sicher, sicher. Passt. So, den Stupsdämpfer noch wieder ranmachen hier. Macht ja Sinn. Ein bisschen Federung ist manchmal nicht verkehrt. Unterlegscheibe. So, den können wir auch noch mal kontrollieren mit dem Drehmomentschlüssel. 33 bis maximal 41 Newtonmeter. Gut, das passt. Da wieder sanft, ohne Verkanten, schön raufdrücken, bis er dann gut sitzt. Oben das lange Abstandsstück mit der langen Schraube. Und Auspuff da immer wichtig, der sollte auf keinen Fall verkanten. Also lieber immer die Schrauben erstmal lose rein. Ja, ganz locker. Genauso die untere hier mit dem kurzen Distanzstück auch noch nicht festziehen. Dass ein bisschen Spiel ist und dann ein bisschen hin und her wackeln. Gucken, dass es unten wirklich nicht verkantet.
auf dem Krümmer sitzt. So, jetzt passt. Dann immer zuerst hinten anziehen. Ja, und das war es schon mit dem Anbau der neuen Felge. Und wie schön sieht das bitte aus, wenn man jetzt zur Bremsscheibe hinten durchschauen kann. Aber noch viel gespannter bin ich natürlich aufs Fahren. Breite Reifen, Michelin City Grip 2. 140 hinten, 130 vorne, jetzt 60er Höhe statt 70er vorher. Also das wird jetzt bestimmt richtig spannend, da mal zu schauen, wie sich das fährt. So, jetzt zeige ich euch noch mal kurz im Detail, wie die Felgen aussehen angebaut. Wunderschön. Also dieses Filigrane, dieser Y-Felgen finde ich echt super gelungen. Dadurch natürlich auch extrem leicht. Und wenn man jetzt eine schöne Bremsanlage hat mit einer Wavescheibe dahinter, dann sieht das natürlich richtig klasse aus. Und auch hinten natürlich jetzt, wie man sieht, deutlich sichtbar die Bremse und die Wavescheibe. Gibt dem Ganzen ein schönes, sportives Design. Ja, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit dem Umbau auf 13 Zoll. Ich hatte es ja schon mal bei der British Classic, allerdings noch mit den etwas schwereren Felgen von der MP3. Diesmal also die BGM-Felgen mit, sage und schreibe, 2,9 Kilo pro Stück. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt aufs Fahrverhalten auswirkt. Dazu die breiteren Reifen. Also seid gespannt, ich mache auf jeden Fall darüber nochmal ein Video über den Fahrtest. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anklicken und ihr bekommt natürlich eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Wenn ihr Fragen zu den BGMs habt, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Und mein Tipp wäre, wenn ihr daran interessiert seid, unten ist der Link in der Beschreibung. Bestellt euch die Dinger, wenn es geht, schnell, weil die werden schnell vergriffen sein. Die Nachfrage ist da sehr groß. Preis ist auch sehr günstig. Ich glaube, liegt momentan bei 199, also unter 200 € das Stück. Und von daher sage ich mal viel Spaß beim Basteln. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video heute gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.